In der letzten Zeit habe ich euch an meinen Erlebnissen mit der Trust-Technik teilhaben lassen und heute möchte ich euch mal erklären, was die Trust-Technik überhaupt ist und wie sie funktioniert. Die Trust-Technik ist eine Methode, die auf dem Wechsel zwischen Achtsamkeit und Zuwendung basiert. Mit ihr wird eine vertrauensvolle Beziehung zwischen dem Menschen und dem Tier hergestellt. Die Trust-Technik arbeitet, ohne das Tier zu dominieren und auch ohne Druck. Vielleicht kennst du das auch. Also ich habe das aus meinem Reitunterricht noch im Hinterkopf, so dass der Reitlehrer gesagt hat, setz dich durch, lass dir das nicht gefallen. Oder wenn ein Tier so quasi überrannt hat, das ist respektlos, du musst ihm zeigen, wer der Chef ist, und das ist überhaupt nicht der Hintergrund, vor dem wir arbeiten sollten, sondern wir sollten uns fragen, warum machen die Tiere das? Und gerade bei den Tieren, wo man sagt, die sind respektlos, ist das häufig so, dass die einfach zu früh von ihren Müttern weggenommen wurden und dadurch ihnen noch die Zuwendung fehlt. Also es ist ein traumatisches Erlebnis, das nicht verarbeitet wurde, und das machen wir in der Trust-Technik. Und das richtig Coole an der Trust-Technik ist, dass die jeder Tierhalter lernen kann. Also jeder kann das lernen, weil es ganz, ganz einfach ist. Es geht wirklich nur um diesen Wechsel von Achtsamkeit und Zuwendung. Und als Trust-Technik-Practitioner, der ich dann ja hoffentlich bald bin, kann ich dich dabei begleiten. Und du kannst aber auch schon mal einen Videokurs machen, den kann ich nachher nochmal verlinken. Was macht die Trust-Technik? Also durch dieses Fokussieren, dieses Achtsamsein erzeugen wir einen friedvollen Raum. Und das Kuriose ist, dass ich jetzt immer wieder beobachte, so gerade wenn ich im Tierheim bin und mit Tieren arbeite, die ja auch Vernachlässigung kommen, dass die da total schnell drauf anspringen. Also die Tiere wollen diesen Frieden, die suchen den und die gehen zu der Person, die diesen Frieden hat. Und das macht natürlich Sinn, dass der Besitzer diese Person ist, die den Frieden liefert. Und das kann man ganz schnell lernen, wie das geht. Das Tier schließt sich dem an und lernt mit der Zeit auch, wo es diesen Frieden findet. Also so 2-3 Mal reichen meistens aus und das Tier weiß, bei der Person ist es friedlich, da gehe ich hin, da fühle ich mich gut. Und mit der Zeit lernen die Tiere eben diesen Frieden in sich selbst zu finden. Und das ist das, was wir wollen. Ne? So, wenn da so ein Hund ist, so in so einer Horde aufgescheuchter Kinder, dass der ganz entspannt liegen bleibt. Oder so ein Hund, der immer ständig denkt, er muss bewachen und immer sofort losspritzt und Theater macht, wenn sich irgendwas regt in der Gegend. Auch dem kann man helfen mit der Trust-Technik, dass der entspannt in seinem Körbchen bleibt, seinen Besitzer anschaut und fragt, hey, ich habe da was gehört, meinst du, ich sollte mal losgehen? Und diese Kommunikation ist halt wichtig. Ne? Wenn ich zum Beispiel zu meinem Pferd sage, Madeira, bitte geh mal 2 Schritte vor, ich möchte mir den Huf angucken, dann geht die 2 Schritte vor, und dann sage ich, gib mir mal bitte deinen Huf, dann gibt sie mir den Huf. Und so funktioniert das. Das Pferd hat Zeit, sich zu sortieren und den Wunsch, den ich an es herangetragen habe, zu verarbeiten und darauf zu reagieren. Also die brauchen ja auch eine Weile, um sich dann auszubalancieren, weil sie ja dann auf 3 Beinen stehen müssen. Und diese Zeit gibt man ihnen dann einfach. Ja, so funktioniert das in der Trust-Technik. Was dann der nächste Step ist, das ist das, was ich jetzt mit Madeira schon angesprochen habe, ist diese vertrauensvolle Zusammenarbeit, Trusted Cooperation. Die finde ich ganz genial, weil die sich ganz einfach ergibt aus diesem friedvollen Zusammensein. Wir geben dem Tier Frieden, dadurch schließt sich das Tier uns freiwillig an und wir können auf emotionaler Ebene miteinander kommunizieren. Wir müssen nicht mehr sagen, so komm Hund, wir gehen jetzt los, sondern man guckt seinen Hund an und sagt, jetzt möchten wir gerne weiter, ich möchte jetzt gerne weitergehen, komm bitte mit, und dann setzt sich der Hund in Bewegung. Und dann sind auch solche Probleme mit Leinführigkeit kein Thema mehr, oder dass Hunde sich untereinander nicht begegnen können und nicht miteinander spielen können, weil sie nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, weil ihr Besitzer ihnen nicht das Richtige vermitteln kann. Und das kann man eben, auch wenn man jetzt als Besitzer schon eine richtig gute Beziehung zu seinem Tier hat, noch verstärken, indem man diese Technik gezielt einsetzt. Ja, ich hoffe, dass dir das jetzt erstmal weitergeholfen hat, das zu verstehen. Ich verlinke den Videokurs hier unten nochmal, da kannst du dir den ersten Teil kostenlos anschauen, um zu schauen, ob das für dich ist, ob du das auch verstehst, wie das gemacht wird, und
wenn ich dann fertig bin mit der Ausbilderausbildung, dann kannst du auch gerne mich beauftragen, dir zu helfen. Im Moment kannst du natürlich auch gerne fragen und ich beantworte dir alle Fragen, soweit ich das schon kann. Du findest uns auf www.semohof.de, bei Facebook /Semohof und bei Instagram Katja-Essinger-Semohof.